Die Türkei soll jetzt zur Steueroase werden, zumindest wenn es nach Präsident Erdogan geht. 20 Jahre fast komplette Steuerfreiheit. Das ist, was Erdogan wohlhabenden Ausländern anbietet, die in die Türkei umziehen. Alle Details zu diesem sensationellen Vorschlag, der noch kein Gesetz ist übrigens, in diesem Video. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, dann schau dir ruhig mal unser vielfältiges Veranstaltungsprogramm an. Wir organisieren regelmäßig intensive Seminare zum Thema Auswandern, Steuern und Recht, sowie auch Erlebnis- und Investorenreisen in die interessantesten Länder dieser Welt für all jene, die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich demnächst mal bei einem unserer Events oder Reisen kennenlernen zu dürfen. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ein wahrer Paukenschlag aus der Türkei. Die Türkei, die ja bisher eigentlich eher als Steuerhölle bekannt ist. Dort hat Präsident Erdogan verstanden, dass sich die Welt im Umbruch befindet, dass viele, die in den letzten Jahren nach Dubai umgezogen sind, sich möglicherweise zu neuen Ufern aufmachen. Er hat ebenfalls verstanden, ganz im Gegenteil zu den europäischen Regierungen, dass man Leistungsträger über attraktive Steuermodelle anlocken kann, dass diese Leistungsträger im Land investieren, dort Geld ausgeben und dort Dienstleister bezahlen, dort Kinder in die Schule schicken, ganz wie es Dubai vorgemacht hat und dass dadurch auch dann die Gesamtwirtschaft ungemein profitieren kann. Also, was hat Erdogan vorgeschlagen? Wie gesagt, das ist noch kein Gesetz. Erdogan hat einen Investmentplan vorgestellt. Der hat mehrere Teile. Da gibt es mehrere Maßnahmen, die dort diskutiert werden, wie man ausländische Investoren in die Türkei locken möchte. Zum Teil soll die Körperschaftssteuer reduziert werden für Unternehmen, die investieren, auf sensationelle 9%, also gerade so hoch wie Ungarn. Aber das eigentliche Zentralthema in seinem Vorschlag ist, dass Personen, die die letzten 3 Jahre nicht in der Türkei steuerpflichtig waren, das gilt also demnach auch für Türken im Ausland, vielleicht Türken, die nach Dubai umgezogen sind. Sie zahlen bei einer Rückkehr in die Türkei 20 Jahre lang keine Steuern auf ausländische Einkünfte. Hier ist, was eine Online-Publikation zu diesem Thema zu sagen hat. So, also die Publikation Turkish Minute aus Frankfurt am Main vom 25. April 2026. Erdogan offers 20-year tax break to lure foreign income and corporate hubs to Turkey. Erdogan bietet 20 Jahre Steuerfreiheit an, um ausländisches Investment und Firmenstandorte in die Türkei zu locken. Turkish President Erdogan has said his government would offer 20-year tax breaks on foreign-sourced income and earnings from companies managing overseas operations from Turkey as part of a planned legislative package aimed at drawing foreign-held assets, exporters and corporate headquarters into the country. Erdogan announced the measures Friday, also letzten Freitag, at an investment event in Istanbul, saying the government would soon send the package to parliament to make Turkey more attractive to investors. Also er hat wie gesagt vorgeschlagen, dass ausländische Einkünfte steuerfrei sind, also letztlich ein Territorialmodell und dass das Ganze eben sich auch an Unternehmen richtet. Er möchte das Ganze demnächst an das Parlament schicken, damit dort ein entsprechender Gesetzesentwurf vorbereitet wird. The plan includes a 20-year tax exemption from Turkish tax on foreign sourced income and gains for people who have lived abroad and have not been tax resident in Turkey for the past 3 years. Also für jene, die nicht in der Türkei gelebt haben für die letzten 3 Jahre, die kriegen also 20 Jahre Steuerfreiheit. Das Interessante ist natürlich an diesem Modell, wenn die 20 Jahre abgelaufen sind, könntest du einfach mal die Türkei verlassen für 3 Jahre und dann wieder hinziehen und die Uhr würde sozusagen von vorne an beginnen zu zählen, wenn das so tatsächlich gesetzt werden wird. Erdogan weiter, we will only tax the income inside the country, if any, Erdogan said. Also nur Einkommen, die im Land erzielt werden, müssen versteuert werden. Zum Beispiel, wenn du jetzt dort ein Restaurant betreibst oder dort einen Job hast, dann musst du das natürlich versteuern, was du dort verdienst. The package also targets companies managing overseas operations from Turkey. Erdogan said income from such operations managed from the Istanbul Financial Center would be fully deductible from corporate income for 20 years, while companies outside the center would be allowed to deduct 95%. So, das ist jetzt interessant. Das richtet sich also an Holdinggesellschaften. Erdogan sagt also, wenn man von der Türkei aus ausländische Gesellschaften leitet, wir haben ja schon oft gesagt, dass das möglicherweise eine Betriebsstätte dann auslöst im Land, von wo du das tust, Nicht so aber ihr in diesem Fall. Wenn du also ausländische Gesellschaften leitest von Istanbul aus, dann wären diese Einkünfte in der Türkei ebenfalls komplett steuerfrei. Jedenfalls, wie gesagt, wenn das Gesetz so in Kraft tritt. Das betrifft jetzt das Istanbul Financial Center. Ist der Betrieb außerhalb dieses Centers in der Türkei immerhin noch 95% Steuerfreiheit.
The package would also cut corporate tax for manufacturing exporters to 9% and reduce the rate for other exporting companies to 14%. Also, das produzierende Gewerbe, das exportiert, wird stark entlastet. Nur noch 9% Steuern sollen fällig werden und andere Exporteure, sagen wir zum Beispiel mal Dienstleistungen, sie würden noch 14% bezahlen. Erdogan also said government would allow money, gold and securities held abroad to be brought into Turkey at a low tax rate. Turkish media reports said that rate could be 2 to 3% and that declared assets would not trigger tax inspections or assessments beyond the assets brought into the country. Also hier wiederum ein sehr interessantes Modell, ein Amnestiemodell. Das richtet sich also an Personen, die jetzt Assets im Ausland gebunkert haben. Man bietet ihnen an, dass sie für eine sehr geringe Steuer diese Assets ins Inland bringen können und verspricht gleichzeitig, dass es keine Steuerprüfungen und keine Ermittlungen geben wird, wenn man diese Möglichkeit in Anspruch nimmt. Erstmal muss man sagen, dass Präsident Erdogan wenigstens in dieser Sache hier mal den Deutschen zeigt und vielleicht auch unserem Kanzler Merz zeigt, wie man es richtig macht, wie man einen mutigen Schritt in die richtige Richtung macht, wie man Steuern senkt, wie man Investment anlockt. Ganz das Gegenteil von dem, wo wir in Deutschland sehen, wo ja über immer weitere Steuererhöhungen diskutiert wird. Wir haben ja schon in einigen Videos darüber berichtet, wo ein Angriff auf deutsches Vermögen durch den eigenen Staat immer wahrscheinlicher wird. Wie gesagt, jetzt muss man sehen, ob das wirklich Gesetz wird, wie Erdogan das so vorgeschlagen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, so wie die Türkei funktioniert, gibt es dort sehr gute Chancen. Und wenn das so kommen wird, dann kann man davon ausgehen, dass das sehr weitreichende Konsequenzen hat. Denn die Steuervorteile, die dort gewährt werden, sind ja besser als alle Steuervorteile, die es momentan in Europa gibt bei vergleichbaren Programmen. Schauen wir uns also einmal an, Spanien, Beckham Law, 6 Jahre, sehr kompliziert. Man muss mit der sehr komplizierten spanischen Steuerverwaltung rummachen. NHR 2.0-Status in Portugal, 10 Jahre, auch sehr kompliziert. Man muss da irgendwelche Unternehmen schaffen, die im Innovationsbereich fällig sind. Zypern gibt es jetzt Kryptosteuer, dann ist das Ganze nur 17 Jahre lang gültig, der Non-Dom-Status. Die ganzen Sonderprogramme, die es in Italien gibt, Flat Tax oder auch in Griechenland, die Flat Tax, auch die sind natürlich lange nicht so attraktiv. Außer Malta, meiner Meinung nach, kann dort mithalten. Aber wenn nun die Türkei als ein großes Land solche Maßnahmen beschließt, ein großes Land mit Infrastruktur, ein sehr vielfältiges Land, kulturell vielfältig, landschaftlich vielfältig, dann wird das meiner Meinung nach schon eine ganz gewaltige Dynamik entfalten. Denn die Türkei, gerade die Mittelmeerküste, sie ist ja sehr beliebt, auch bei Deutschen, Österreichern und Schweizern. Viele haben dort Wohnungen, viele haben dort Häuser, viele sind dort schon jahrelang. Wobei man natürlich sagen muss, dass gerade in der Türkei die Erlangung eines Aufenthaltstitels in den letzten Jahren eher schwierig war. Erdogan hat ja da etliche aus dem Land vertrieben. Er hat dafür gesorgt, dass die Aufenthaltstitel nicht verlängert werden. Da bringen natürlich die schönsten Steuersparprogramme nichts, wenn es unglaublich schwierig wird, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Also das muss man sicherlich nochmal im Auge halten. Für viele hier in unserer Community wäre es interessant, dass die Türkei außerhalb der EU ist. Warum noch nach Nordzypern ziehen zum Beispiel oder nach Zypern generell, wenn du ein viel besseres, potenziell weniger komplizierteres Modell in der Türkei findest, wo du ja vielfach günstigere Preise findest und ein sehr viel größeres Land hast als eine solche Insel. Wenn das wirklich so kommen wird, dann überlegen sich natürlich viele auch, ob sie noch nach Dubai umziehen würden. Interessanterweise hat ja Erdogan bekannt gegeben, dass die Körperschaftssteuer von 9% für exportierende Unternehmen genauso hoch ist wie die in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo ebenfalls eine 9%ige Körperschaftssteuer gilt. Plus dann eben die persönliche Steuerfreiheit für 20 Jahre auf ausländische Einkünfte. Das würde natürlich bedeuten, wenn du ein Depot hast im Ausland, wenn du Krypto im Ausland hast, wenn du Immobilien im Ausland hast, ausländische Unternehmen, das alles wäre steuerfrei. Was man nochmal klarstellen muss, wenn das Gesetz herausgehen wird, ist so ein Modell, was ja viele Solo-Unternehmer fahren, wo sie letztlich als Einzelunternehmer oder Freiberufler arbeiten für ausländische Kunden. Sind das auch ausländische Einkünfte im Sinne des Gesetzes oder nicht? Ein weiteres Thema ist die Aufenthaltspflicht. Muss man tatsächlich dann 183 Tage pro Jahr in der Türkei sein oder lässt sich das auch mit einem Reisestatus verbinden? Bekomme ich also ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat in der Türkei, wenn ich im Grunde genommen relativ selten da bin? Eine wichtige Info übrigens noch, die jetzt in dem Artikel nicht abgedeckt war, ist die Tatsache, dass Personen, die diesen Status nutzen, zwar von der Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer nicht komplett befreit sind, aber hier immerhin nur 1% bezahlen müssen, so Erdogan. Deutsche Staatsbürger müssen ja diesbezüglich beachten, dass sie noch mindestens 5 Jahre unter die deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer fallen, nachdem sie Deutschland verlassen haben, aber danach könnte es interessant sein. Vor allen Dingen, wenn sämtliche Familienmitglieder, die an einer solchen Vermögensoptimierung beteiligt sind, dann auch im Ausland leben und nicht mehr von der deutschen Schenkungs- und Erbschaftssteuer betroffen sind und es natürlich auch in Deutschland kein entsprechendes Vermögen wie deutsche Immobilien mehr gibt, die verschenkt oder vererbt werden sollen. Also, wir bleiben dran.
Wir werden sehen, was hier passiert. Wir erwarten mit Spannung, was kommt. Also ich stelle mir vor, dass das ein echter Gamechanger werden könnte. Kannst du dir vorstellen, in die Türkei umzuziehen, anstatt nach Spanien zum Beispiel, anstatt nach Zypern? Lass uns deine Meinung wissen in den Kommentaren dieses Videos. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele von euch ein sehr interessantes Modell sein könnte. Und ich hoffe, dass nun das Parlament in der Türkei das natürlich dann auch so umsetzt. Wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, auszuwandern oder momentan nur dabei bist, einen Plan B im Ausland zu etablieren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir dich dabei unterstützen können. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen oder eben einen Plan B zu etablieren, zweite Staatsangehörigkeiten zu besorgen, Konten außerhalb der EU zu eröffnen, Firmen zu gründen und ihr Vermögen international zu diversifizieren. Komm gern zu unseren Veranstaltungen, buche ein Beratungsgespräch, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ganz egal, ob dich die Türkei interessiert oder eins der anderen steueroptimierten Länder. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.